Die Themen im heutigen Zocker-Lounge Wochenrückblick sind: Town to City erhält tierisches Update, Becastled jetzt als Vollversion erhältlich, endlich einen Release-Termin für Nova Roma, Ancient Wars Sparta HD kostenlos ausprobieren, Strategos startet im Januar in den Early Access und Ubisoft beginnt den Verkauf eigener Spielemarken. Dieser Wochenrückblick wird euch auch diese Woche von meinem Partner Instant Gaming präsentiert. Bei Instant Gaming erhaltet ihr in der Regel alle Videospiele zum Teil deutlich günstiger als auf den Hauptplattformen und könnt so jede Menge Geld bei eurem liebsten Hobby sparen. Auch der Josie City Builder Town to City gibt's dort günstiger und zu genau diesem Spiel kommen wir jetzt. Ah, there you are, Mayor. This is your town. For now, just a patch of sunlit earth, a few rooftops, and a great many hopes. Mit Town to City ist Galaxy Groove ein bemerkenswert guter Nachfolger zu Station to Station gelungen, auch wenn die Spiele bis auf den Pixel-Art-Style vom Gameplay her wenig miteinander zu tun haben. In Town to City errichtet ihr am Mittelmeer des 19. Jahrhunderts eine kleine Stadt, in der ihr fast völlig frei, unbeschwert und vor allem ohne Zeitdruck bauen könnt. Nach kleinen Herbst- und Halloween-Deko-Updates kommt jetzt im November mit dem Animals-Update die erste kostenlose Content-Erweiterung ins Spiel. Dementsprechend dürft ihr dann Tierfarmen mit Schafen, Kühen und Gänsen errichten und erhaltet natürlich auch die entsprechenden Gebäude neu dazu. Außerdem gibt es mit Katzen und Hunden zusätzliche Haustiere sowie, und das finde ich ganz spannend, eine neue Ego-Perspektive, mit der ihr dann durch eure eigenen Gassen schlendern dürft. Town to City gibt es bei Instant Gaming inklusive Gebühren für 22 € und damit 3 € günstiger als über Steam direkt. Mit einem Kauf über meinen Partnerlink unterstützt ihr dabei zusätzlich diesen Kanal. Nach Jahren im Early Access hat es nun auch Becastled geschafft und steht euch ab sofort in seiner finalen Vollversion zur Verfügung. Version 1.0 erweitert den sehr guten Burgensimulator mit Straßen, diversen Endgegnern und schaltet neue Erfolge frei. Hinzu kommt eine schönere Benutzeroberfläche, die Steam Deck-Verifizierung samt Controller-Unterstützung sowie ein vollvertontes Tutorial als Mini-Kampagne und ein Haufen Sammelkarten und Symbole. Alle einst angekündigten Features hat Becastled damit übrigens nicht. So fehlen zum Beispiel Zaubersprüche mit dazugehörigen Magiern, welche im Laufe der Early Access Phase verworfen wurden, da sie dann doch nicht sinnvoll zur Designidee der Burgenverteidigung passten. Gleiches gilt für Helden, die durch viel bessere passende Elite-Einheiten ersetzt wurden. Leider hat man auch keine Story-Kampagne verwirklichen können, da man diese mit den vorliegenden Gameplay-Möglichkeiten nicht spannend genug gestalten konnte. Ganz abschreiben sollte man eine Kampagne deshalb aber noch nicht. Aktuell prüft man, die nun integrierte Mini-Kampagne, also das Tutorial, weiter auszubauen. Letzte Woche haben wir in diesem Format noch darüber spekuliert, jetzt ist er da. Nova Roma hat ein Release-Fenster und erscheint somit etwas verspätet im Januar 2026. Damit bringt man den Römer City Builder 2 Monate nach Anno 117 in den Early Access, was meiner Meinung nach eine ganz schlechte Entscheidung ist und den Verkaufszahlen sicher nicht gut tun wird, auch wenn ich schon was von den Hype mitnehmen gelesen habe, was aber natürlich Blödsinn ist. Denn im Grunde erhaltet ihr hier ein Anno Light ohne Kampfkomponente und deutlich runtergedrehter Grafik, was dann wohl zum Scheitern verurteilt ist. Also ernsthaft, ich hoffe, ich liege komplett falsch, denn Nova Roma macht ja sonst nichts falsch und wird für sich genommen bestimmt kein schlechtes Spiel. Oh Mann ey.
Mit Ancient Wars Sparta HD erscheint im kommenden Jahr bereits die dritte Version des in der Antike spielenden RTS-Tipps aus dem Jahr 2006. Ancient Wars wurde bereits im Jahr 2022 vom Ein-Mann-Entwickler Yota als Definitive Edition neu aufgelegt und erhält jetzt im kommenden Jahr seine dritte Version mit leicht überarbeiteter HD-Grafik. Die neue HD-Version ist ab sofort als Free-to-Play-Version verfügbar, was bedeutet, dass ihr hier eine abgespeckte Version mit 2 Völkern spielen könnt, die nach und nach rotieren und ihr zudem auf die erste Mission der 3 Kampagnen Zugriff habt. Aber auch Skirmish und der komplette Multiplayer samt Karteneditor sind bereits jetzt integriert, was schon vor Release für einen stetigen Fluss an neuen Maps sorgen soll. Also im Grunde eine große Demo, in welcher sich der Content von Zeit zu Zeit ändert und erweitert. Im RTS kämpft ihr wahlweise mit Spartanern, Persern oder Ägyptern und könnt sogar alle Einheiten individuell umgestalten und mit anderen Waffen ausrüsten. Kannte ich bisher noch nicht, sieht aber nett aus und ist kostenlos, sicherlich mal ein Blick für alle RTS-Fans wert. Auch Strategos hat endlich einen Release-Termin und erscheint somit wie Nova Roma im Januar 2026. In Strategos könnt ihr groß angelegte Schlachten der Antike simulieren und so tausende Soldaten aufeinander prasseln lassen. Aktuell gibt es eine Demo auf Steam, wen sowas interessiert, kann also schon jetzt reintesten. Zum Abschluss dann noch eine Meldung, die für die Siedlerspieler noch interessant werden könnte, es aber aktuell noch nicht ist. Denn der angeschlagene Ubisoft-Konzern hat damit begonnen, eigene tote Marken an andere Publisher zu verkaufen. So konnte man zum Beispiel im Sommer schon die Siedler Online an Kipsoft samt aller Mitarbeiter veräußern und hat jetzt diese Woche 5 weitere Marken an Atari abgetreten. Genauer gesagt geht es aktuell um Child of Eden, einem auf Rhythmus basierenden Rail-Shooter, welcher ursprünglich 2011 für die Xbox 360 und die PlayStation 3 erschien. Der zweite Titel ist Grow Home, in welchem ihr als Roboter Bart einen Planeten erklemmen müsst. Dieser Titel erschien 2015 für PC und PlayStation 4. Nummer 3 ist der Nachfolger Grow Up von 2016 für PC, PS4 und Xbox One. Spannender ist dann natürlich das Postapokalypse Survival Adventure I Am Alive von 2012 für PC, Xbox 360 und PlayStation 3 sowie Cold 4, einem Survival-Horror Third-Person-Shooter aus dem Jahr 2005 für PlayStation 2, Xbox und PC. Den allermeisten werden alle 5 Marken gar nichts sagen und das ist sicherlich auch der Grund für den Verkauf, denn Ubisoft hat damit entsprechend schon über Jahre überhaupt gar nichts mehr gemacht. Jetzt stellt euch mal vor, EA würde dasselbe mit alten, toten Marken machen. Oh Mann. Jedenfalls möchte Atari die Spiele zurückbringen und auf modernen Plattformen neu veröffentlichen sowie an Fortsetzungen arbeiten. Hoffentlich eine Geschäftspraxis, die Schule macht und auch auf andere Marken angewandt wird, somit wir wieder bei Die Siedler wären und wieder ein kleines bisschen mehr hoffen dürfen. In diesem Sinne, kommt gut in die neue Woche. Nächste Woche dann kein Wochenrückblick wegen der Zocker-Lounge LAN in Frankfurt, aber sonst natürlich wie gewohnt mit vielem neuen Content hier in Kürze.